Ja, das Konzept ist außergewöhnlich. Es ist vergleichbar mit Tesla, so kann man sagen. Ein Konfigurator, wenig Auswahl, 4 Farben meistens, ein bisschen reduziert und über einen Konfigurator konfigurierbar. Ihr seid zumindest mal die um 18 Uhr immer noch eine Schlange haben. Das ist unglaublich. Ja, vielen Dank. Du hast es echt super erkannt. Tatsächlich haben wir uns ein bisschen an Tesla angelehnt, die einfach eine super Vorauswahl treffen und dadurch einen einfachen Konfigurator machen. Und wir haben hier ein super ökologisches Haus, komplett made in Germany. Das meiste an Materialien kommt auch aus Deutschland. Und ja, wir haben 3 Jahre reingesteckt ins Design und haben 3 Prototypen gebaut. Und jetzt sind wir hier mit dem Serienhaus und sind sehr froh darüber, dass es sehr gut angenommen wird. Das ist ja zwar ein Tiny House, aber ihr habt alles umgesetzt, was Tiny ist. Das heißt also, die Raumaufteilung optimal genutzt, sodass du maximalen Wohnraum auf geringster Fläche hast. Hier sieht man auch die Länge. Wie lang ist das hier? Wir sind jetzt hier außen bei 9,75 Meter mal 3,50 Meter. 9,75 Meter. Kann ich die Außenfarbe wählen? Du kannst die Außenfarbe wählen. Wir bieten 3 Varianten an. Natur, Schwarz oder Naturgrau. Dann ist es schon so vergraut, wie es später dann auch sozusagen durch die Natur werden würde. Habe ich gehört. Gibt es eine Maschine für, die das irgendwie verraut? Ihr fangt nicht an zu bürsten, oder? Nee. Habe ich nämlich das letzte Mal gehabt, da wurde gebürstet. Das Dach, aus was ist das Dach? Das Dach ist aus Alu, einfach weil es am längsten hält. 40-jährige Garantie von Prefa. Müssen wir gleich übrigens von der anderen Seite filmen. Die so viel Kontrastunterschied packt die Kamera nicht, ja, weil das ist so schwarz, dass ich habe schon echt eine geile Kamera. Siehst du, also schwarz auf schwarz geht kaum, aber hier geht's, denn wir haben den Kontrast ein bisschen abgesenkt, jetzt extra. Loft heißt das Ganze, war die Domäne noch frei? Nee, aber wir haben sie gekauft, loft.de. War uns wichtig. Und ja, ist, glaube ich, ein ganz cooler Name geworden. Ja, das ist Liebe. Und wir gehen mal gerade ein Stück zurück. Ich ziehe mal den Weitwinkel raus, weil der Weitwinkel verzerrt nämlich alles. Und wenn wir das mal rausziehen, dann siehst du direkt, das Haus ist ja wohl ein mega Understatement, oder? Also wenn du jetzt mal so drauf guckst, ein schwarzes Haus, schwarzes Dach, 2 Fensterchen, also ist nicht auf Bling Bling, sondern... Nee, ist minimalistisch. Also das ganze Konzept soll sehr minimalistisch sein. Wir haben super viel Stauraum, aber zeigen ihn nicht. Und ja, das ist so das, wo wir hinwollen. Loft, ja. Du hast sogar einen Van gekauft aufgrund unseres Kanals und kennst den Kanal. Das war mein Glück, denn ihr wart so beschäftigt, dass ich fast nicht dachte, dass ihr mit mir filmen wollt. Aber da hast du gesagt, ich kenne den Kanal, wir müssen filmen. Genau Sag so ja. Ungefähr. Ja, genau so ungefähr war es. Nee, wir haben einfach letztes Jahr wollten wir einen Van kaufen und da sind wir auf deine Filme gestoßen. Und ihr zeigt einfach so jedes Detail. Und da dachte ich mir, wenn ihr jetzt hier beim Tiny House vorbeikommt, wäre schön, wenn du auch alle Details von uns zeigst. Also mache ich. Also das ist, es geht ja darum, wir bauen jetzt eigentlich wieder wie früher. Also wenn du guckst, das ist wahrscheinlich hinterlüftet, hier die Fassade? Absolut. Also uns ist ganz wichtig, wir setzen hier auf Jahrhunderte bewährte Bauweise, Holzständerwerk, komplett ökologisch gedämmt. Wir haben eine 5 cm Hinterlüftung und dann eine Fichtenfassade. Also alles so wie seit Hunderten von Jahren und das ist das Beste, was man machen kann. Ihr seid echt die mit der längsten Schlange. Draußen ist noch ein Haus, wenn du drauf stößt aus, ich glaube aus Polen. Ja. Das hat auch 50 Meter Schlange, aber bei euch war es extrem. Das war wie, ach Gott, wie heißt die eine Achterbahn, die Blue Fire. Kennst du die? Nee, ich bin nicht im so Europapark. Nee, bin ich nicht so der Achterbahnfahrer, aber... Da ist die Schlange auch immer lang. Da ist sie auch lang, ja. Leute haben 1 Stunde und mehr gewartet. Ja, ob es 1 Stunde war, weiß ich nicht. Manche haben es behauptet, aber ja, es ist ein ganz schöner Andrang. Aber ja, die Leute sind lang drin, ne? Wollen alles entdecken. Es gibt halt auch viel zu entdecken. Wir sehen auch gerade Leute, die aus dem Keller kommen. Und ja, genau, aber kann ich dir dann in Ruhe zeigen. So, hier ist der Kollege, der hat den Konfigurator auch schon mal gezeigt. Wie viele Leute seid ihr denn bei Loft? Wir sind bei Loft, das ist eine Co-Produktion, wenn man so will. Also meine Frau und ich sind die das Haus entworfen haben und auch die 3 Prototypen gebaut haben. Aber wir arbeiten gemeinsam mit einem heimischen Unternehmen, wo eben der Thomas auch mitmacht. Und das ist ein großes Unternehmen, seit 120 Jahren, Zimmerei. Und die baut die Häuser mit uns gemeinsam. Also deutsche Wertarbeit sozusagen. Deutsche Wertarbeit, genau. Gut, im Ausland gibt es auch gute Handwerker, aber hier seid ihr greifbar. Ich kann dich am Schlawittchen packen. Wie lange habe ich denn Gewährleistung auf das Haus? 2 Jahre? Oder 5? Oder 10? Es ist schwer zu sagen. Naja, ist nämlich so, also natürlich 5 Jahre ist ja die normale Gewährleistung, weil es ein Wohnhaus ist. Aber es gibt eben Bereiche, die sind haben deutlich mehr Gewährleistungen. Zum Beispiel eben das Dach, wie erwähnt, 40 Jahre. Wenn der Hersteller das gibt, dann könnt ihr das weitergeben, gell?
Also zum Beispiel Prefa sagt ja jetzt 40 Jahre, dann könnt ihr das weitergeben. Richtig, genau so. Auch die Fenster sind, glaube ich, bei 10 Jahren. Oder auch unsere Grundkonstruktion, die ist bei 30 Jahren. Also das Haus sollte nicht auseinanderfallen. Und deswegen, verschiedene Bereiche haben verschiedene Gewährleistungen. Aber sowas gehen wir gerne mit dem Kunden durch. So, dann seid ihr auf nach Indien und habt euch die App programmieren lassen. Nee, sind wir nicht. Sondern? War ein großer Zufall. Jemand hat bei uns im Tiny House Hotel übernachtet und der hat gesagt, er könnte sowas programmieren, und haben wir uns rangesetzt vor 2 Jahren und haben fast 1 Jahr lang dieses Ding programmiert und entwickeln das immer weiter. Und ja, es ist auf jeden Fall so, als würden wir tausende Häuser verkaufen, aber wir haben uns gedacht, das ist auch cool, das nur für 30, 40 Häuser im Jahr zu machen. Das ist cool, ja, denn es ist ein mega Aufwand, kostet normalerweise 6-stellig sowas. Kostet richtig viel, außer man macht selbst, ja. Okay, verstanden. So, bei Tiny House Village, klär mich mal auf, was heißt das? Naja, an sich, also unsere Firma heißt Tiny House Village. Wir sind die Gründer des ersten Tiny House Dorfes in Deutschland. Vor 6 Jahren, 2017 haben wir das. Wo denn? Wo ist denn das? Im Fichtelgebirge. Da muss ich mal hin. Da musst du mal hin. Ja, wir wohnen aber nicht mehr in dem. Wir wohnen in einem kleineren Dorf jetzt, mit 5 Häusern nur noch. Aber ja, da kommen wir her. Also wir kommen eher aus dem Stellplatzbereich und haben schon fast 50 Stellplätze in Deutschland für Tiny Houses gemacht. Und jetzt haben wir vor 3 Jahren gesagt, wir würden gerne ein Haus auch auf den Markt bringen, was einfach zu uns passt und einfach zum Leben passt, und das ist draus geworden. Also, die Quintessenz deines Lebens. Wie alt bist du denn? Du sprichst so neunmal klug. Ich bin 28. Was hast du gelernt? Gelernt habe ich gar nichts. Ja, habe ich mir schon gedacht. Nach dem Abi 3 Jahre im Ausland, habe da ganz viel gelernt. Und haben kurz Architektur studiert, haben es aber abgebrochen und haben uns voll da reingestürzt. Wenn man selbstständig ist, muss man keine Ausbildung haben, weil das ist irgendwie, klar, ich habe ja auch eine Ausbildung, aber ganz ehrlich, ich mache nicht mehr das, was ich damals gelernt habe. Genau, also man lernt mit der Zeit, und ich glaube, wir haben jetzt 7 Jahre Tiny House Erfahrung, und da nimmt man so viel mit, und wir haben 7 Häuser gebaut insgesamt, also wir wissen, was wir da machen. Du hast sie selber gebaut, 7 Stück? 7 Häuser selbst gebaut. Genau. Wie krass, und das ist mehr Aufwand, als wie man denkt, oder? Das ist deutlich mehr Aufwand. Ich würde niemandem empfehlen, einfach mal so ein Haus zu bauen. Weil das erste wird nie gut und das zweite auch nicht so wirklich. So, die ganzen Beschläge, wo kauft ihr die denn ein? In Deutschland. In Deutschland. Siku, oder? Nee, Fensterfirma wie heißen sie denn? Aber es funktioniert. Ist Dreifachverglasung? Dreifachverglasung. Bei uns gibt es nur das Beste vom Besten. Holz-Alu-Fenster. Wir haben ja überlegt, eine Budget-Variante mit Kunststoff und so anzubieten, aber es ist nicht unsere Philosophie, also machen wir es nicht. Also es geht darum, ihr baut eigentlich so wie im High-End festen Hausbau. Das hier ist eigentlich ein Fertighaus, sind wir mal ganz ehrlich. Also ein High-End Fertighaus würde gleiche Materialien bauen. Das Ding kommt ja fix und fertig an. Genau, richtig. Mit dem Unterschied, es wird nicht mehr aufgebaut, es wird nur noch geliefert. Genau, also wenn wir es dann geliefert haben, dann dauert es eigentlich nur noch ein paar Stunden, bis wir Wasser, Abwasser und Strom angekapselt haben, und dann können wir das Haus auch schon übergeben. Also Leute, die Stress haben, warte, ich ziehe mal den Weitwinkel wieder rein, dass wir gleich mal reingehen und das Raumgefühl mal ein bisschen besser zeigen können. Das ist hier dein Ferienhaus am See in Bayern. Da geht es um Grundstücke wahrscheinlich, oder? Genau, das ist unser neuestes Projekt, wo wir 40 Häuser an den See stellen in Bayern. Und ja, ist aber nur ein Ferienhaus. Alle anderen Grundstücke sonst haben wir immer zum Festwohnen. So, klemm mich mal auf. Innen, was haben wir innen für Holz? Fichte, komplett Fichte. In dem Fall unbehandelt. Wir bieten es aber auch mit einer weißen Lasur an. Und ist das Zirbe, was hier riecht, oder was? Nee, das ist die Fichte. Die Fichte, die hat auch Öl. Einfach, dass es alles aus Holz ist. Das ist das Thema. Das ist ja krass. So, und hier vorne bist du dann mit der Küche dabei. Ich werde gleich mal den kompletten Raumeindruck zeigen. War unmöglich, weil was bringt dir das Haus, wenn 50 Leute drin sind? Und deswegen habt ihr gesagt, wir lassen immer nur ein paar Leute rein. Deswegen war die Schlange auch so. Und ich glaube, das war auch richtig. Denn wenn du so ein Haus mal richtig zeigen willst, ja, dann brauchst du auch das Raumgefühl hier drin. Und das geht nicht mit 100 Leuten drin. Definitiv. Wir haben gesagt, wir machen maximal 7 Leute, weil wenn die Leute sich hier nur durchdrängen, dann hat keiner Spaß daran, sondern lieber ein bisschen länger warten, und dafür bekommt man das Raumgefühl. Und die meisten haben sich gefreut und es hat sich gelohnt. Man kann es auch ein bisschen besser erklären, weil das hier ist ein hochgradig erklärungsbedürftiges Produkt. Was, das ganze Produkt hier? Ja, na klar, weil es gibt ja jede Menge Tiny Häuser, ja. Aber ihr habt euch ja bei jedem Kiki was gedacht. Das ist die Sache, warum die Leute hier so lange drin brauchen. Ich kann dir das auch hier zeigen. Das hier ist unsere 3-in-1-Lounge. Also zum einen Sofa, einfach mal so unscheinbar an der Ecke. Aber wir haben hier, kann ich mal aufmachen, eben ein drittes Modul. Das heißt, wir können daraus ein drittes Modul machen und können die dann zusammenstellen zu einem 1,40 x 2 Meter Bett.
Krass. Also das kannst du dann ausfahren, wenn die Schwiegermutter kommt. Sozusagen. Ansonsten hast du eine Lounge mit einem riesen Fenster mit drin. Genau, das ist ja krass. Es gibt ja noch eine Sache, was man damit machen kann. Erzähl. Du kannst einfach als drittes Modul hier hinstellen und dann machst du hier die 2 Stühle hin und machst einen langen Tisch und kannst mit 8 Leuten hier gemütlich essen. Geht auch nicht in jedem. Ach so, weil du tiefer sitzt und der Tisch ist wo? Nein, das ist dann auf gleicher Höhe. Also es ist wie, du siehst ja hier 2 Module und das dritte sieht genauso aus dann. Das kannst du draus okay. bauen. Verstehe. Den Tisch stellst du in die Mitte, ziehst den aus und machst hier die 2 Stühle. Ach, das ist wie so ein Couchtisch dann von der Höhe ungefähr. Das ist der Tisch. Das ist der Tisch, den kannst du ausziehen. Wie viele Meter kannst du denn ausziehen? 12 Meter? Oder? Der geht jetzt nur für 6 Personen, aber es gibt den auch in einer 8-Personen-Variante und dann kannst du mit 8 Leuten hier essen. Zieh mal aus, ich will mal sehen, wie das geht. Echt, aber das ist gar nicht Teil unseres Produkts. Der ist nicht von uns. Nein, nur mal zeigen, weil die Leute haben ja, viele kommen ja rein, die wollen sich ja informieren, aber das heißt, du ziehst dran, dann geht er raus, oder wie? Genau, also ich muss unten ein paar Klappen aufmachen und dann kann man da jetzt... Alles klar, okay. Wie gesagt, du musst ihn nicht zeigen, das ist kein Problem. Lieber zeige ich das, was wir selber... Ja, ist ja bloß, weil du ihn eben so gefeiert hast, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann habt ihr hier Induktionskochfeld? Induktionskochfeld, 2 Platten, reicht den meisten Menschen heutzutage. Es wird nicht mehr so groß gekocht. Was ist hier drunter? Ja, wir haben jetzt hier einen Kühlschrank eingebaut. Und wichtig war uns, wir haben hier nur eine 2,10 Meter Küche, wir wollten eine Geschirrspüler drin haben. Warte, ich setze mich mal gerade hin und filme mal gerade den ganzen Raum, dass wir den einmal komplett draufkriegen. Also das ist die Küche, das ist der Blick übrigens von dem tollen Sofa, was du hier drin hast. Und dann, zeig mal, was ist hier drunter? Genau, wir haben hier einen Kompaktofen. Und dann Kombi Mikrowelle. Ja, ist auch eine Mikrowelle bei. Aber wichtig ist, dass es ein Ofen ist, zumindest wir. Und dann haben wir hier tatsächlich noch eine Spülmaschine integriert. Und das gibt es auf dem Markt nicht. Also sowas ist einmalig und deswegen haben wir sie auch selbst konzipiert. Die ist komplett aus Multiplex-Holz. Die steht in 50 Jahren genauso da, wie sie jetzt steht. Das heißt, die kann auch das Wasser ab, wenn das mal rüberläuft. Das macht ja nichts. Genau. Also das musst du erstmal kaputt kriegen, das Ding. Also komplett Schreinerqualität, bei uns in der Schreinerei gebaut. Alles, nichts von der Stange. Was das krass ist, wenn wir gleich den Preis nennen werden, die Leute denken, wenn wir hier fertig sind mit erklären, das Ding kostet 250.000 €, es ist viel billiger. Es ist die Hälfte, ja. Ja, jetzt hast du verraten. Aber die meisten Leute, die das hier sehen, denken, oh je, das ist alles so gut gebaut, das ist alles so gedacht, das ist allein hier so eine Küche, wenn du die einzeln kaufst, weißt ja selber, bau mal ein Bad, ja, irgendwie. Das kostet alles ein Vermögen. Aber ihr wollt es wirklich wissen, das Zeug soll halten. Das Zeug muss auf jeden Fall halten und ich finde, du sagst jetzt, das ist ein guter Preis, ich finde jetzt bei der Küche, die kostet 11.900. Klar, da sind die besten Geräte drin, die es auf dem Markt gibt. Aber ich sage immer, nicht jeder möchte sich das leisten. Wir können hier auch eine Ikea-Küche, also jeder kann hier auch eine Ikea-Küche einbauen für 3.000, wer sich nicht leisten möchte. Es gibt ja Leute, die wollen das komplett aus einer Hand. Alles, genau, das machen wir, aber nur dann mit der hochwertigsten Ausstattung. Das kommt am Tieflader oder 3 Meter breit? Was ist hier oder 4? 3,50 sind wir ja breit. Also genau. Schwertransport mit Tatütata. Tieflader in der Nacht. Genau, Blinklicht und kostet ungefähr 10.000? Nö, also hier zur Messe jetzt hin 4.500. Der Schwertransport? Ja, genau. Okay, cool. Was ist hier drunter? Machen wir auf, bitte. Ist das... Da ist ein Mülleimer, Trennsystem. Genau. Hier auch nochmal eine Schublade und dann komplett alles hier mit Schubladen. Also auch jetzt nicht irgendwie nur Klappen oder so, sondern so, dass man so viel wie möglich unterbringt hier. Ja. Selbsteinziehend. So, und das Ganze hier ist eine Fußbodenerwärmung, sagst du ja? Genau, elektrische Fußbodenheizung im ganzen Haus. Schön easy. So, und das Ganze ist wie gedämmt hier der Boden. Was habt ihr hier genommen? Also Boden und Wände sind komplett gedämmt mit Zellulose und dann aber auch nochmal 6 cm Holzfaserdämmplatten. Außer im Boden, da ist nur Zellulose drin. So, GEG. Selbstverständlich erfüllt, sonst würden wir hier nicht stehen. Was kriege ich denn an Förderung, wenn ich erfülle und mache? Also es gibt ja verschiedene Programme. Es gibt Zinsermäßigungen, es gibt Zuschüsse. Wir haben überlegt, ob wir KfW 40 Standard machen. Das Problem ist, dass wir ökologisch dämmen. Bei ökologischen Dämmungen, wir sind jetzt schon bei einem Wandaufbau von 30 cm. Wenn wir KfW 40 wollen, gehen wir Richtung 60 cm Wandstärke. Das ist für so ein kleines Haus einfach nicht mehr rentabel. Und deswegen haben wir gesagt, wir können das leider nicht anbieten. Und die Leute verstehen das aber auch. Wir wollen klar, es wird dann teurer und das kriege ich als Förderung. So, der Vorteil ist dann, du hast ungefähr einen halben Meter weniger Wohnraum drin. Richtig, genau. Wenn du so willst, einen halben Meter weniger Wohnraum. Ja. So, hier ist ein Knopf. Was kann der? Ah nee, das ist ein Temperaturfühler. Das ist das Licht. Das Licht? Genau. Wie cool. Ein Schalter. Ja. Das gibt's noch. Ja. An, aus. Ja. Ist einfach klein und minimalistisch in der Ecke. Hier oben Stauraum, hier drüber? Aber schöner Stauraum, weil den siehst du ja. Wir haben aber ganz viel Stauraum, den man nicht sieht.
So, das können wir gleich mal zeigen. Was ist hier hinter? Ja, jetzt bist du schon fast vorbeigelaufen. Ne? Hier ist Platz für alles, was man nicht sehen will. Waschmaschine, Trockner, Regale kann man reinmachen, Staubsauger kann hier drin stehen, Jacken, alles. Der Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer ist drin. So, hier ist auch das Elektrofach. Ein guter Hager. Wird übrigens im Saarland gebaut, dass ihr das wisst. Hast du gewusst? Hager kommt aus dem Saarland. Also Unser Elektriker setzt wohl auch auf Deutsch. Nee, ist auch was Gutes. Hier oben ist auch noch eine IP-Steckdose, die du mit drin hast. Strom ist mit drin, brauchst du ja auch für die Waschmaschine. Genau. Das heißt, all das. Ist das hier ein Faraday'scher Käfig wegen dem Blechdach? Ist das so? Nee, ist nicht. Ist nicht. Das heißt also, der Blitz könnte einschlagen und Ich glaube, dadurch, dass wir auf Fundamenten stehen, also wir haben ja 8-Punkt-Fundamente, auf denen wir stehen, die aus Metall sind, dadurch, glaube ich, ist es wieder ein Faraday'scher Käfig. Aber wenn man jetzt auf ein normales Fundament geht, dann müsste man was für einen Blitzeinschlag machen. Also das heißt, man müsste am besten das Blechdach erden. Das wäre doch schon mal eine Maßnahme. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, aber darum kümmern wir uns natürlich. So, das machen die. So, und das ist, ja, da will man doch gerne schlafen hier. Das heißt also für Hoteliers, das wäre eine tolle Zielgruppe, die also 6, 8 Tiny-Häuser in Anführungsstrichen. Ist das eine Zielgruppe für euch? Auf jeden Fall. Ganz viele Anfragen jetzt allein auf der Messe. Wir haben viele Projekte in die Richtung, weil einfach die Gemütlichkeit des Hauses mit dem Panoramafenster unschlagbar ist und da haben wir ganz viel Nachfrage. Ja, danke, dass du noch die Zeit genommen hast heute Abend, denn wir hätten es tagsüber nicht filmen können. Unmöglich. Nee, viel zu viele Leute hier drin. So, und hier, du hast schon erzählt, ganz viel versteckter Stauraum. Ich gehe gerade auf welchem, aber es kommt der Hammer. Ihr habt einen richtigen Keller. Das heißt, der ist auch kühler, oder? Wirklich kühl ist er nicht, weil die Fußbodenheizung ist da unten auch. Er soll auch gar nicht kühl werden. Es geht nur darum, dass wir einfach viel Stauraum bieten wollten und du kannst da unten 10, 12 Umzugskartons easy reinmachen. So, 10, 12 Umzugs, das heißt, du kannst hier die Sachen lagern, zum Beispiel Kleidung für den Winter. Genau. Die alten Fotos, man muss sich ja verkleinern, aber du hast einen richtigen Keller, da muss man reinkrabbeln und die Leute stehen gerade im Keller. Hast du eben noch gesagt, ich habe gedacht, was will der von mir? Wir stehen im Keller und hier oben könnte man hier noch schlafen? Also wir haben es überlegt, wir bieten auch die Möglichkeit des Dachfensters an und dann könnte man da oben schlafen, aber es ist sehr warm da oben. Das heißt, wenn man sagt, wir haben zum Beispiel eine Tochter, wir wohnen in dem gleichen Haus. Und unsere Tochter hat ein kleines Kinderhaus daneben und da ist dann Bereich. Aber du wohnst in einem Haus? Ich wohne in dem gleichen Haus. In der Länge? Ja. Geht man sich da nicht auf den Sack? Weil das Mit meiner Frau und meiner Tochter. Echt? Ja. Habt ihr euch lieb? Selbstverständlich. Wir wohnen seit 6 Jahren im Tiny House. Ihr wohnt seit 6 Jahren im Tiny House? Ja, und in dem seit einem. Aber ihr macht viel draußen, oder? Das heißt, ihr habt eine große Terrasse und... Wir haben einen Wintergarten noch dabei, genau. Wir machen natürlich viel draußen, aber das machen eigentlich die meisten. Wie alt ist denn die Tochter? 2 Jahre. Das geht noch, aber irgendwann will die ja mehr ihr Zimmer. Deswegen hat die ja ihr Kinderzimmer. Außen stehen. Außen stehen? Ja, ich kann dir ein Bild zeigen. Zeig mal ein Bild. Ich bin total geflasht. Kann man sich das besser vorstellen? So, das ist unser Haus. Das ist ein Haus. Erklär mal, rechts ist... Ja, sieht man hier, also hier ist das große Haus, wie die Loft. Hier ist das Kinderzimmer angebaut und der Wintergarten davor. Und so kommt man von einem Haus ins andere. Das geht doch, oder? Das heißt über einen Wintergarten. Und die Kleine, die hat ihre Ruhe vor den Eltern. Okay. Das verstehe ich. Will sie ja noch nicht, weil die ist noch nicht, aber später wird sie sich später freuen, schon. Was ist hier drin? In dem haben wir hier noch eine Kellerklappe. Das ist eher so für Rucksäcke und Koffer. Alles, was so klobig ist, kann da rein. Und, Guck dir mal hier. Das ist alles mehrfach geschichtetes. Wie nennt man das hier? Das Holz? Das ist Dreischichtplatte Fichte. Heißt das. Das ist alles aus Vollholz hier. Bei uns kommt kein Flashband rein. Ist das jetzt hier schon geölt, das Holz? Oder? Das ist Natur. Auch die Wände sind Natur. Wir bieten es auch geölt an, je nachdem, wie man es möchte. Aber wir mögen es sehr gerne Natur. Und wenn da mal was irgendwie angemalt wird oder so, dann kann man einfach abschleifen. Okay. Muss man natürlich aufpassen, so bestimmte Dinge ziehen ja ein in das Holz. Bitte mal aufmachen. Hier drunter sind Schubladen. Genau. 60 tiefe Schubladen, also auch nochmal richtig Platz in jeder Stufe. Komplett genutzt. Hast du denn für die E-Bikes noch so ein, ich sag mal, so ein Wirtschaftsding? Also so ein extra Häuschen? Also bieten wir jetzt nicht mit an, aber irgendein kleines Gartenhäuschen kann man sich hier dazustellen. Das ist aber jetzt nicht unser Hauptding. So, und hier oben hast du jede Menge Stauraum nochmal. Hier könntest du zum Beispiel mit Euroboxen und Schwerlastauszügen könnte man hier arbeiten, theoretisch, oder? Ja, also wenn man noch mehr Stauraum braucht, aber ich habe auch noch den Kleiderschrank im Bad, den zeige ich dir auch noch. Und genau. So, und das hier, das ist Teil vom Bad hier, was ich hier sehe? Oder das hier? Was meinst du? Das, was unter den Löchern ist.
Ja, das Teil vom Bad. Zeige ich dir gleich. Okay, zeig's mir gleich. So, und dann ist noch jemand drin? Ist leer. So, jetzt kann ich endlich mal einen Schuss in Ganze ins Bad machen. Das ist, glaube ich, heute unmöglich gewesen, denn es war so überlaufen. Der Boden hier Vinyl. Das ist das Einzige, wo wir im Haus nicht ökologisch sind, leider. Aber das ist eine Aluverbundplatte. Das Gleiche ist auch in der Dusche verbaut. Wir können hier leider nicht auf Fliesen gehen, weil wir die Häuser ja transportieren. Und das würde einfach zu Rissen führen und das ist uns zu heikel. Ja, das heißt, es gibt dann leichte Verwindungen im Fahrwerk und dann das Holz macht das ja locker weg, oder? Genau, richtig. Aber eben Fliesen oder Steinböden, das ist einfach zu heikel. So, hier vorne hast du dann ein richtig schönes Waschbecken. Ja, ihr habt ganz viele Beschläge und Armaturen, habt ihr extra ausgewählt. Bitte mal zeigen, das war so schnell. Das ist Handwerkskunst? Selbstverständlich, alles selbst gemacht. Also eine richtige Schreinereiarbeit. So, die Türen, wenn die sich setzen, die kannst du einstellen. Mach mal bitte zu und komm mal rein. Dass wir da mal kurz mal zeigen. Da hast du eine richtige Tür, Echtglas, oder? Ja, selbstverständlich. So, wenn das Haus ankommt, ist es meistens noch intakt? Ja, selbstverständlich, ja. Wir haben schon, unsere 3 Prototypen haben schon ganz schön Kilometer gemacht. Und, Was wiegt das Haus, ja? Voll ausgestattet, ja, fast bis zu 10 Tonnen. 10 Tonnen, geht ja noch. Also da ist jeder LKW unterfordert. Ja, das geht auf jeden Fall. So, und jetzt erzähl. Versteckter Stauraum im Bad. Also hier, man sieht, die Dreischeibenplatte geht durch, die Maserung geht durch. Und hier haben wir wirklich 60er Schränke und also uns reicht das super. Alle Sommersachen sind im Winter unten, also hinten drin und andersrum im Winter. Und genau. Sag mal, was hat die Behörde denn gesagt, als du ankamst mit dem Grundriss? Und haben die gesagt, nö. Ich meine, wenn es ja den Baunormen entspricht, die müssen ja einen Stempel drauf machen. Ja, den Grundriss interessiert die ja nicht. Was wir hier verbauen, innen drin interessiert ja die Behörde nicht. Das ja, aber außen, wenn die gucken so und sagen, oh, wir haben das Haus extra so gebaut, mit 30 Grad Dach, dass wir in die meisten Bebauungspläne auch noch ganz gut reinpassen. Und die Behörden tun sich mit dem Haus deutlich leichter, als jetzt mit einem klassischen Tiny House mit Pultdach oder so. Hier sowas hier, das schreit ja schon nach Tiny House. So, und hier, ganz ehrlich, ich glaube, die Nachbarn gewöhnen sich auch nach ein paar Jahren dran, ne? Definitiv. Also wir kriegen nur gutes Feedback von der Optik. Und, gut, das muss ich auch noch sagen. Aber das Coole ist jetzt, das schwarze Haus ist natürlich sehr provokant. Aber es fällt auf, in Verbindung mit diesem Silber-Schriftzug, den ihr drauf gemacht habt. Design ist ja alles, oder? Design, aber auch Sicherheit. Das ist uns ganz wichtig. Wir verbauen hier nur Sachen, wenn sie so sicher sind, dass sie Jahrzehnte halten. Sonst machen wir es nicht. So, mach mal auf. Genau, hier haben wir noch Wäschekorb. Natürlich auch integriert. Ne? Zweifach. Und okay. Wie gesagt, jede Schublade 60 cm tief, da kriegt man einen Haufen Zeug rein. Sag mal, den Partner, den du gefunden hast, die Schreinerei, wie habt ihr euch gefunden? Seid ihr irgendwie Sandkastenfreunde, oder? Nee, nicht ganz. Mir war wichtig, ein regionaler Partner und einer, den es seit gut und gerne über 100 Jahre gibt, damit einfach eine Sicherheit da ist, dass es den auch noch in 20, 30 Jahren gibt, weil ich möchte ja Häuser verkaufen, die eine gute Qualität haben und die Kunden auch sich sicher sein können, dass wir die niemals im Stich lassen. Gut, Highlight hier ist ja ganz klar das Klo. Nee, das ist nicht das Klo. Aber da kann man wählen, was man will. Man könnte doch eine Separate reinmachen, theoretisch. Trenntoilette. Ja, ich weiß. Bin ich nicht so der Fan von. Feste anschließen, fertig. Ja. So, und dann die Dusche, auch die feste anschließen. Das warme Wasser, wie wird das gemacht? Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer, aber Dusche ist auch noch sehr interessant, zeige ich dir. Mach mal. Freut sich der Hersteller. Ja. Von wem ist das? Hersteller heißt Bakwa. Wie Backwaren? Also wie Aqua, ja. Nur mit B, Bakwa. Bakwa, okay. Was kann der? Das Coole ist, wir haben hier, du siehst ja keinen Ablauf, ja. Sondern das ist eine Klappe. Und das Reinigen? Ach, kannst du hochheben? Nee, mit Gasdruckfeder. Genau. Und Siebdruckplatte. Und da ist dann der Ablauf, es läuft außen rum ab, kannst du schön reinigen. Und darunter sind dann noch unsere Anschlüsse vom Haus. Das heißt, wir nutzen diese Dusche doppelt. Speechless. Das haben die Leute aber nicht gesehen regelmäßig, oder? Nee, keiner hat es aufgemacht. Das können wir nicht zeigen die ganze Zeit. Aber für dich zeige ich es. Dankeschön. So, und dann eine Regendusche ist mit drin. Selbstverständlich. Das ist mit drin. Auch hier. Armaturen alle in schweren Metall. Also alles hält auch Jahrzehnte. Nichts mit Kunststoff. Sag mal, als hier draußen die Sängerin da war, die ist ja unweit von euch. Und die sang ja ganz gut, aber sie war auch laut. Hast du das hier drin groß gehört? Wir haben hier drin immer die Fenster auf, damit es nicht so warm wird, weil die Leute heizen natürlich und wir sind so gut gedämmt, dass dann die Hitze hier drin stehen bleibt. Das ist krass, oder? Dass du allein mit der Eigenwärme kannst du so ein Haus schon heizen, oder? Ja, es ist so, wenn wir Leute oder Freunde zu uns einladen, dann können wir Heizung ausmachen. Einfach, weil die Wärme reicht. Die Wärmedämmung so gut ist. Sag mal hier, wie habt ihr das hier angebracht? Ist das hier geklebt oder ist das hier geschossen? Der Rahmen? Weil du nicht siehst. Ja. Ich sehe nichts. Es ist mit Holznägeln geschossen. Du siehst sie nur ganz selten.
Aber wo? Ich sehe keinen. Da. Nee, auch nicht. Das ist geklebt, aber die Wände hier sind mit Holznägel geschossen. Ich glaube, da siehst du mal einen. Ach so, das sind die kleinen Löcher. Aber es ist wirklich gut gemacht. Also es ist echt gut gemacht. Du musst schon genau hingucken und da weiß es nicht, ist es echt oder nicht echt. Genau, das ist das Schöne. Wie ist das Holz hier behandelt, damit das die Feuchtigkeit nicht so aufnimmt? Genau, ist einfach nochmal eine Nummer sicher gegangen. Du kannst es hier besser abwischen, also wenn sich hier Feuchtigkeit rangeht. Oder, wie schon gesagt, wir bieten das auch fürs ganze Haus an. Für die nicht abschleifen wollen, sondern abwischen, machen wir alles in Weiß. Auch ganz gut. Aber ist es diffusionsoffen? Selbstverständlich. Okay. Beschreib mal den Leuten, was das ist. Für Leute, die das nicht wissen. Na, wenn du mit Kunststoff dämmst, also mit PU-Schaum oder sowas, dann ist es nicht diffusionsoffen, weil da kann einfach keine Luft durch. Und wir haben natürlich, dadurch, dass wir ökologische Dämmungen haben, kann Feuchtigkeit langsam von innen nach außen getragen werden. Es ist keine Liter, aber es schimmelt nicht. Es macht einen Unterschied, ob ich in einer Plastikbox sitze, ne, wo kein bisschen Luft durchgeht, oder wo einfach das Haus atmen kann, wenn natürlich auch nicht sichtbar, sondern nur auf ganz kleiner Ebene. Blauer Test. Was? Der blaue Door-Test, ja genau. Erzähl mal. Was soll ich zum blauer Door-Test sagen? Ob er ihn bestanden hat. Naja, also der blaue Door-Test, die Fenster und so sind natürlich super dicht und deswegen besteht man den schon. Genau, aber weil da macht das ist natürlich eine diffusionsoffene Wand, aber das macht in dem Falle dann natürlich nichts aus. Das heißt, du kriegst die Tür zu, wenn alle Fenster zu sind? Ja. Gut. Okay. Weil ich habe schon. Kann ich auch zeigen. Ja, du, ich habe Wohnwagen, ich habe Wohnmobile gefilmt, da hast du die Tür nicht zubekommen. Aber dann, weil einfach zu dicht. Und die haben zwar eine Zwangsentlüftung, aber wenn die nämlich kein Gas benutzen, haben die auch keine Zwangsentlüftung. Und dann hast du nämlich ein echtes Problem. Da musst du immer Fenster öffnen und Tür zu machen. Oder? Ja, du musst relativ feste schlagen. Da sind wir. Hallo. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, ja. Wir sind fast fertig, aber das belebt das Ganze. Er macht gerade einen Abschluss, nehme ich an. So, sollen wir uns mal den Konfigurator angucken? Sehr gerne, zeig Komm, der ist nämlich draußen, dass wir das haben. Und da vorne sind wir und der Tisch ist zum Festhalten. Aber dürfen wir mal ganz kurz an den Konfigurator ran, weil dann, ich will euch ja nicht vertreiben, habe ich gerade getan. Machst du trotzdem. Und warte mal, ich ziehe mal ein bisschen auf, konfiguriere mich und das ist tatsächlich live. Das heißt, also ich muss keine Software runterladen, das läuft alles im Browser. Das läuft über den Browser, genau. Und wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, wir können verschiedene Fassadenfarben machen, wir können das Ganze kombinieren mit verschiedenen Fensterfarben. All das ist möglich, ne? Man sieht, wie es sich immer ändert. Und Dachfenster, Insektenschutzgitter können wir alles mit anbieten. Und dann geben wir in die Innenansicht rein. Das Ganze auch in Weiß möglich, wie eben besprochen. Und verschiedene Fußboden hier, 3 Stück. Und, man sieht auch immer gleich den Preis, also von allen Optionen wie bei Tesla. Genau, und es wird auch, wir sind mit der Ethikbank in Gesprächen, es wird auch so sein, dass man da unten auch direkt seine Finanzierungsrate sehen kann und man das Ganze dann auch finanzieren kann. Auch hier dabei der Liefermonat, ne? Also wir sagen nicht, wir liefern irgendwie in 6, 7 Monaten, sondern du klickst hier drauf und wenn du willst es im Dezember 23, dann kriegst du es im Dezember. Und, so, wir fangen mal an zu konfigurieren. Ist eine Küche schon drin? Nee, noch nicht. Man ist ja noch leer und jetzt gehen wir ins Interieur. Und jetzt machen wir erstmal ein Bad rein. Und weil man das Bad so schlecht sieht, haben wir natürlich auch noch eine zweite Ansicht. Und dann kann man hier nochmal reingucken, dann sieht man das Bad. Und das Bad haben wir aber auch in der Betonedition. Dann sieht es so aus, hell. Und dann das Schlafzimmermodul, wo wir gerade waren mit dem ganzen Stauraum. Von hier zu sehen in der zweiten. Preis vom Schlafzimmer, was kostet das? Preis vom Schlafzimmer sind wir bei 9.900. Aber überleg mal, der ganze Aufwand, das einzubauen, das ist ja dann schon fertig gebaut. Das ist ja die Gewährleistung mit drin, die Mehrwertsteuer mit drin. Alles mit dabei. Alles mit dabei. Dafür baust du es nicht selber, glaub mir das. Es sei denn, du hast ganz viel Zeit und du weißt, wie es geht. Richtig. Und du hast die Maschinen. In der Qualität baust du es nur mit den Maschinen. Ja, okay. Ja. Verstehe. CNC, das heißt, ihr könnt alles ausleiten aus dem Programm? Selbstverständlich. Okay. Bekomme ich dann einen Code, ähnlich wie bei Porsche, dass ich mir mein Haus abspeichern kann? Wir arbeiten dran. Wichtig war erstmal, dass der Konfigurator läuft, aber im Moment ist es eben so, genau, wir machen jetzt aus eine Küche rein und genau, dann machen wir die Lounge noch rein, dann haben wir es voll ausgestattet, so wie wir es gerade gezeigt haben, so. Und dann gehen wir hier noch zur Technik. Wir bieten noch an, entweder Fußbodenheizung, wie jetzt bei uns drin, oder das Ganze auch als Klimaanlage. Wir haben optional auch noch einen Kaminofen mit drin. Oder Solarpaket, kleines Solarpaket immer mit dabei. Das sind 2 Solarzellen, Balkonkraftwerk.
oder gerne auch optional das große Solarpaket dann mit mehr Zellen und einer Batterie. Sind die Häuser kaskadierbar? Kann man das sagen? Ich hätte gern 2 Stück in der L-Form zusammen irgendwie oder kommt das später? Genau, also die Variante mit Kinderhaus habe ich dir ja schon gezeigt. Es gibt auch die Möglichkeit, 2 gegenüberzustellen mit einer Schleuse. Wir sind da sehr Würde gehen. So, und das heißt, also ich kann mich mit meinem besten Freund zum Tiny House zusammenbauen. Ich zeige mal ganz kurz, Konfiguratorpreis jetzt, was hast du konfiguriert? Was kostet das? Unser Haus hier konfiguriert, 137,9. Komplett. Brutto. Komplett ausgestattet. Und dann kommt noch das Coole hier beim Service. Gibst du deine Postleitzahl ein, dann berechnet er dir direkt, wohin und wie viel es kosten wird. Und, Mach mal, gib mal 166115. So, und dann kostet es 2.450 Euro. Was ist da mit drin? Das sind die Fundamente. Die werden dir, auf die das Haus kommt. Das Fundament steht hinter dir, wenn du es ganz kurz filmen möchtest. Das ist das Fundament. Was ist denn das? Also wir arbeiten hier mit der Firma Steel Roots zusammen. Wir machen 8 solche Fundamente in den Boden. Das heißt, wir machen 1 Kubikmeter Erde raus jeweils. Ach, du kannst sie nivellieren. Schraubfundamente. Schraubfundamente, ja. Stellst sie rein und... Wie so ein Schraubfahrwerk vom Auto. Ja, aber also es gibt ja auch Schraubfundamente, die nur im Boden geschraubt werden. Die sind uns aber zu unsicher. Hier haben wir diese Pyramidenform unten. Dadurch haben wir deutlich mehr Bodenpressdruck. Und genau, die gehen dann da rein und dann sind sie auch noch nivellierbar. Das ist ja geil. Das heißt, du kannst das wirklich auf einen Millimeter einstellen und die Verwindungen ausgleichen. Genau. Das ist cool. Wie ist denn der Boden hier, dass das nicht verwindet? Also das, auf wie viel? 8 steht es, oder? 8 Fundamente, genau. 8 Fundamente. Da muss Luft runter, oder? Und das Haus. Und das Haus, genau, 30 cm konstruktiver Holzschutz. Wie kann man das abdichten hier drunter, dass man nichts sieht? Ja, da kannst du natürlich Teile der Fassade noch nehmen oder so, das geht schon. Aber eigentlich ist es auch ganz schön, wenn es ein bisschen schwebt. Echt? Finde ich schon. Cool. Ja, also, ihr könnt es sehen, man könnte auch Steine draufstellen, theoretisch, ne? Also wenn man jetzt eine Bodenplatte komplett nivelliert hat mit allem drum und dran. Könnte man es auch da drauf stellen, ja, genau. Wir haben heute jemanden gehabt, der möchte drunter einen Keller haben und dann können wir es auch im Keller draufstellen. Jetzt habe ich es hier noch nicht ganz verstanden. Die werden jetzt eingegraben, die Dinger. Genau, richtig. Du nimmst 1 Kubikmeter Erde raus aus dem Boden, stellst es rein, machst die Erde in 3 Schichten wieder drauf, jeweils immer stampfen. Ach, minimal invasiv beim Boden. Ja, keine Bodenversiegelung, ist uns ganz wichtig. Krass. Gefällt mir. Du hast an alles gedacht, oder? An alles, ja. Und du kannst jetzt hier im Konfigurator... An alles, ja. Nee, wir 3 Jahre, ne? Vorher wollten wir nicht auf die Messe, wir wollten wirklich alles fertig Ist das hier das erste Mal jetzt? Ja, wir sind schon mehrmals auf der Messe gewesen, aber immer nur mit unseren Stellplätzen und jetzt mit Haus. Genau, und jetzt hier in Bezahlung, ne? Ganz normal, könntest du jetzt rein theoretisch hier noch auswählen, links oder rechts, gibst deine Kontaktdaten ein und kannst du direkt bestellen. Okay, und das wird dann über PayPal? Nee, PayPal nimmt, glaube ich, 3%. Das wäre ein bisschen viel bei dem Preis. Bisschen viel, gell? Sondern wir schicken dann eine Rechnung raus. 39% lese ich gerade. 1% Anzahlung erstmal nur. 1%. Und dann wird alles mit den Kunden besprochen. Und dann 39%, bevor wir anfangen zu bauen. Sag mal, gab es schon Leute, die das gemacht haben? Über den Konfigurator? Ja. Wir haben gerade Marktstart. Also, heute, oder wie? Ja, gestern mit der Messe, ne? Ist Marktstart. Also es gab noch nicht einen, der das schon entdeckt hat und gerade ein Haus bestellt hat. Es gab vorhin jemanden, der gesagt hat, ob er es gleich mitnehmen kann. Er wohnt hier um die Ecke. Er würde es gerne kaufen. Mal sehen, er kommt morgen nochmal und dann, wenn er möchte, kann das mitnehmen. Dann bauen wir schnell nochmal ein neues als Vorführhaus. Und, ja. Geil, das hast du gut gemacht, ja. Jetzt habe ich Thomas, gell? Nee, Philipp. Philipp war es. Philipp mit 2P? 2P hinten. Okay, und H. Und H. Muss ja so sein. So, komm, wir zeigen das mal gerade. Das sind die Materialien, die du ein bisschen wählen kannst. Das ist natürlich schön hier auf der Messe. Da kannst du die Haptik ein bisschen in die Hand nehmen. Ja, genau, richtig. Also wir haben jetzt hier unsere Fassadentypen. Die 2 hier, ne? Also wir bieten dunkel. Bitte mal reinhalten in die Kamera, dass man es mal zu mir sieht, weil so kann man es nicht gut sehen. Das sind die Fassadentypen? Genau, also wir haben einmal das Dunkle, was wir verbaut haben. Das ist ein Naturgrau. Das ist sozusagen schon so vorgegraut. Und dann haben wir hier noch Natur. Das ist aber leider Lärche, weil da wollen wir nicht auf Fichte setzen. Aber Lärche gerade mit Russland ein bisschen ein Problem. Deswegen... Jetzt mal eine Frage. Kann ich die Seite in schwarz haben und der Giebel in hell? Und wenn du das unbedingt möchtest, dann würden wir das für dich machen. Gut, okay, also ja. Dann, was ist das hier? Das sind die Möbelfronten, oder? Genau, also die Küche oder alles an Möbeln, was wir drin haben, bieten wir eben in allen verschiedenen möglichen Farben an. Genau, gibt's ganz viele. Wer jetzt was Buntes reinbringen will, ne, der kann dann eben sowas auch nehmen. So ein Mint oder so. Passt jetzt nicht alles zusammen, aber ja, wir wollten einfach mal zeigen, was möglich wäre. Und das hier?
Das sind noch die Arbeitsplatten der Küche. Wir haben jetzt hier eine dunkle drin, bieten aber auch eine helle Arbeitsplatte an. Und als Boden haben wir jetzt Eichenparkett hier drin liegen. Oder es sind 2 Öko-Vinylböden, kann man auch nehmen, wenn man jetzt in der Vermietung sagt, man will keinen Echtholzboden, dann nimmt man das. Etwas kratzfester, Hunde und sowas, ja. Dann okay. Verstehe ich. Allergene, habt ihr das getestet? Ein paar Leute reingeschickt, ob die... Wir hatten gestern jemanden mit Holzallergie, habe ich noch nie gehört. Was? Aber sie liebt Holz, aber hat eine Allergie. Wir schauen mal, ob wir für sie was machen können, dass es so beschichtet wird, das Holz, dass sie es nicht riecht. Aber genau, sonst mit Allergenen eigentlich keine Probleme. Echt eine Holzallergie? Natürlich. Ja. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt. Okay. Mehr sage ich nicht. Ja, es gibt ja heutzutage alle. So, jetzt zeige ich euch das mal gerade. Wir sind auf loft.de. Geh mal auf die Startseite, bitte. Ja, sehr gerne. Dass wir das mal... Und dann darfst du mal auf dem Mac bitte Äpfelchen Plus drücken. So, loft.de und mach's mal ganz groß. Mach mal nochmal Äpfelchen Plus. Da der Blumenkohl und dann Plus. So, und dann wird's damit nochmal. Super. So, und da sieht man es nämlich ganz, ganz groß. Mach's mal kleiner, bisschen kleiner. Warte, wo ist das Minus da? Und mach mal Cookies unten weg. Dann haben wir es nämlich fast. Da hast du auch ein Gräuel mit den Cookies. Ja. Ich drücke am Tag 100 Mal Cookies weg. Ja. Zukunft des Bauens startet jetzt. Und das Ganze ist, das wollte ich eigentlich zeigen, loft.de. Und das ist eine praktisch Symbiose aus Liebe und Tee. Nee, aus Liebe und Loft. Liebe und Loft. Also Love. Wegen der Dachform. Okay. Komm, wir zeigen es einmal von ganz hinten noch einmal. Dann hau ich ab. Dann werde ich nämlich... Alles gut. Ich glaube, ich werde heute noch hier schlafen, aber morgen werde ich nicht mehr hier sein. Ich habe alle Häuser gefilmt auf der ganzen Messe. Ja, das freut mich. Das ist eine Glanzleistung. Wie viel waren es? 25? Ich glaube 30. Über 30. Und das Beste kam zum Schluss. Das sagst du, aber ich finde es cool. Also es gibt viele tolle Lösungen. Also das hier ist eins der besten, weil es ist eben ein Modulhaus. Also ich nenne es mal Modulhaus. Das ist eigentlich ein richtiges Haus, ein Fertighaus, ökologisch, bei dem ich mit dem Thema Baustress nichts am Hut habe. Weil ich kriege das Haus fix und fertig und zahle wann? Endpreis? Den Endpreis 50% bevor wir ausliefern nochmal und die restlichen 10% erst, wenn du 100% zufrieden bist. Wie stellt man das fest? 100% zufrieden? Naja, wir liefern es zu dir. Und dann bin ich, sage ich bin zufrieden. Und dann geht ein Mitarbeiter von uns mit dir durch und man geht alles durch, ob alles passt. Und erst wenn alles abgehakt ist, muss man die letzten 10% überweisen. Okay, das ist fair. Das finde ich fair. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Philipp, Nachname? Sanders von Loft. Was auch immer. Also geht auf loft.de ins Impressum, da könnt ihr alles nachlesen. Für mich bist du der Held dieser Messe mit 29 Jahren. Es geht hart auf die 30 zu. Weißt 28. Du das? 28. Ich habe noch ein bisschen. Hast noch ein bisschen plus Mehrwertsteuer. Aber das ist cool, hast du gut gemacht. Und ja, ich bin echt überzeugt, weil hier hatte ich graue Haare gekostet 3 Jahre, oder? Gab es irgendwann mal Momente, wo du gedacht hast, das wird nie klappen? Ja, sicherlich. Besonders, weil wir es zu perfektionistisch wollten. Ne? Und immer wieder noch was geändert und immer wieder. Aber ich finde, es hat sich jetzt gelohnt. Wir kriegen super Feedback und man sieht... Ich glaube, dass der Markt auch sich mehr und mehr öffnet für Tiny Häuser. Klar ist die Finanzierung jetzt ein bisschen blöd, aber der Vorteil ist, mehr Grundstücke werden jetzt frei. Ja, dafür sorgen wir ja nebenbei auch. Ne? Und immer mehr Behörden können sich damit anfreunden. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Tschüss, Philipp. Danke. Tschüss.